Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu dieser schönen Kamera hier, und zwar ist das die Nikon ZR. Ich habe die Kamera jetzt schon ein paar Wochen, Monate schon. Ich war damit schon in den USA unterwegs und so weiter und möchte euch heute auch wieder ein, ich sag mal, beliebtes Tipps- und Tricks-Video zeigen. Das habe ich schon für andere Kameras gemacht und die kommen ja immer sehr gut an. Deshalb möchte ich das für die Kamera natürlich auch machen. Ich möchte euch hier so ein bisschen Tipps und Tricks zu Einstellungen zeigen, welche ihr vielleicht nicht direkt auf den Schirm habt, oder ihr sucht eine Einstellung und habt die bisher nicht gefunden, oder es sind vielleicht Dinge, die wusstet ihr bisher gar nicht. Das möchte ich euch hier rüberbringen. Ich habe die Kamera hier angeschlossen. Ihr solltet mein Menü hier natürlich auch sehen. Nehmt das Ganze hier mit dem Atomos Ninja 5 auf. Das heißt, alles, was ich euch erkläre, kann ich euch auch direkt einblenden. Bei der Kamera ist es natürlich so, die wendet sich schon mehr an die Leute, die Video damit machen, und auch hier möchte ich eher auf die Tipps für den Videobereich eingehen. Wenn ihr den Fotobereich auch nutzen wollt, dann schaut doch mal mein anderes Video über die Nikon Z6 III an, denn ihr habt hier mehr oder weniger fast dieselbe Kamera und auch vom Menü her gibt sich das nicht viel für den Fotobereich. Bei Videos sieht es ein bisschen anders aus, deswegen wollen wir hier jetzt mal direkt einsteigen in den Videobereich, und als erstes habe ich natürlich mal die Erklärung für euch. Ihr habt ja zwei Menüebenen. Ihr seht hier einmal das normale Schnellmenü. Ihr habt hinten auf der Kamera ja dieses 3-Striche-Burger-Menü. Wenn ihr das einmal drückt, dann geht das Schnellmenü auf. Wenn ihr den Knopf länger gedrückt haltet oder eben im Schnellmenü auf den Menü-Button drückt, dann kommt ihr in das große Systemmenü, wo ihr wirklich alles einstellen könnt. Die ganzen Einstellungen werde ich jetzt auch hier im großen Menü vornehmen. Das Schnellmenü ist ja wirklich nur dafür da, wenn ihr mal schnell eine Einstellung ändern wollt. Und da wären wir auch gleich beim ersten Punkt. Das Schnellmenü lässt sich nämlich anpassen. Ihr könnt da die Symbole bzw. eben die Menüpunkte auswählen, und das zeige ich euch kurz. Ihr müsst dazu ins Hauptmenü gehen, und dort findet ihr unter den Individualfunktionen, das ist da, wo der kleine Stift ist, den Bereich G für Video, und unter dem Bereich G1 ganz oben im Menü findet ihr den Punkt iMenü anpassen. Jetzt ist es so, ihr könnt da drauf gehen. Wir können hier jetzt mal direkt drauf gehen. Dann seht ihr hier die einzelnen Punkte, und ihr könnt hier diese Punkte dann auswählen und eben auch einen anderen Menüpunkt drauflegen. Die Nikon ZR hat ja vom Menü her, Nikon-Menüs sind jetzt nicht so übersichtlich, wie man es vielleicht von anderen Herstellern schon kennt. Und auch hier ist es eben so, dass ihr auch viel Unterscheidung zwischen dem Foto- und dem Videomodus habt. Das heißt, wir sind hier jetzt im iMenü unter, ihr seht es ja, G-Video, G1. Da könnt ihr das iMenü anpassen. Diese Anpassung hat aber eben nur Auswirkungen auf den Videomodus. Wenn ihr das Ganze auch noch im Fotomodus ändern wollt, dann müsst ihr hier im Individualmenü auf das Menü F, und dann unter F1 findet ihr ebenso iMenü anpassen und könnt dort das Fotomenü anpassen. Das ist wichtig. Die Unterscheidung solltet ihr kennen, auch in anderen Menübereichen, wo wir noch dazu kommen. Es ist oft so, dass die Fotoeinstellungen sich nicht auf den Videobereich auswirken, was natürlich auch Sinn macht, denn ihr wollt ja im Fotobereich manchmal auch andere Dinge im Menü haben als im Videobereich. Nur, ihr solltet es eben wissen, wenn ihr Einstellungen vornehmt, dass ihr das im richtigen Bereich vornehmt, weil sonst stellt ihr da vielleicht was um und es hat gar keine Auswirkungen bei euch. Das sei mal als erstes gesagt. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, die Kamera standardmäßig mit den Standardeinstellungen schaltet sich relativ schnell ab. Also die geht ziemlich schnell in Standby und die geht auch ziemlich schnell raus aus der Monitoransicht, und diese Einstellung könnt ihr natürlich auch einstellen. Jetzt könnte man meinen, man würde das hier im Systemmenü irgendwo finden. Dem ist aber nicht so. Wie gesagt, das Nikon-Menü ist manchmal so ein bisschen komplex oder bisschen unübersichtlich, deswegen kommen wir jetzt hier mal zu den Energieeinstellungen bzw. eben die Standby-Einstellungen, und auch diese findet ihr wieder im Individualmenü. Dort dann im Menü C Timer Belichtungsspeicher, und hier findet ihr C3 Ausschaltverzögerung. Und wenn ihr hier drauf geht, dann seht ihr direkt, ihr könnt hier die Wiedergabe, die Menüs, die Bildkontrolle und so weiter konfigurieren in einzelnen Zeiten und natürlich auch die Standby-Vorlaufzeit. Und ihr seht es hier bei mir jetzt schon, ich habe die Werte schon angepasst, weil sonst wird die Kamera hier immer direkt in Standby gehen und auch meine Menüaufnahme beenden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ihr die Energieeinstellungen bzw. eben die Standby-Zeiten und so weiter einstellen wollt, dann findet ihr das Ganze unter C3 in dem Individualmenü. Und dann kommen wir jetzt einfach mal so zu den Einstellungen. Wie gesagt, das sollen ja Tipps und Tricks sein, ein bisschen was, wo ihr vielleicht ein bisschen weiterkommt, gerade als Anfänger oder als Fortgeschrittener oder als Einsteiger im Nikon-System. Da möchte ich euch ein bisschen was rüberbringen. Und deswegen beginnen wir
jetzt dann mal so mit dem richtigen ersten Tipp, gerade fürs Filmen, und zwar Verschlusszeiten. Ihr wollt ja von Verschlusszeiten auf Verschlusswinkel gehen, wenn ihr ordentlich filmt, sag ich mal, denn ihr wollt ja so gut wie möglich, also gut, wenn ihr es wollt, das muss nicht jeder haben, aber ihr wollt ja Verschlusswinkel nutzen und da eben die 180-Grad-Shutter-Regel einhalten. Und den Verschlusswinkel, ihr könnt die Kamera umstellen, dass ihr das eben mit Verschlusswinkel angeben könnt. Und das findet ihr auch wieder im Menü. Das zeige ich euch direkt mal. Ihr findet das Ganze unter den Individualfunktionen im Menü G13 Verschlussmodus. Und ihr seht hier, bei mir steht das Ganze schon auf Angle. Ihr könnt es hier zwischen Belichtungszeit und Verschlusswinkel auswählen. Und natürlich für den Videobereich ist es immer schön, wenn man sich ein bisschen an die 180-Grad-Shutter-Regel halten kann, eben für den Blur-Effekt und so weiter. Wie gesagt, unter G13 in den Individualfunktionen findet ihr hier den Verschlussmodus und könnt diesen dort auf Verschlusswinkel stellen. Was ihr dann vielleicht schon gemerkt habt, wenn ihr die Kamera schon ein bisschen benutzt habt und das Ganze auch mal so im Selfie-Modus benutzt habt, also ihr habt gefloggt mit dem Bildschirm nach vorne. Das erste, was euch da wahrscheinlich auffallen wird, ist, ihr könnt keine Tasten ändern, also das heißt, ihr könnt keine Einstellungen ändern, solange der Monitor nach vorne geklappt ist. Es lässt sich nur der Auslöser hier bedienen, also alle anderen Tasten sind gesperrt. Und was ihr dann als nächstes feststellen werdet, wenn ihr eine Aufnahme beginnt, da wird so ein 3-Sekunden-Timer runterlaufen und erst dann wird die Aufnahme starten. Das ist der sogenannte, ich glaube, Selfie-Modus oder irgendwie sowas und den könnt ihr natürlich deaktivieren. Und das würde ich euch auch nahelegen, diesen zu deaktivieren, weil ihr möchtet ja vielleicht auch, wenn ihr einfach am Vloggen seid, euch Einstellungen anpassen, sei es jetzt die Verschlusszeit oder die Blende oder die ISO, weil von der Belichtung was nicht stimmt und deswegen am besten deaktiviert ihr den Modus und diesen findet ihr auch hier im Menü. Im orangenen Systemmenü, also wieder ganz woanders, findet ihr weiter unten die Einstellung Selbstporträtmodus. Und wie ihr sehen könnt, bei mir ist der hier schon deaktiviert. Wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, diesen zu deaktivieren, weil eben alle Bedienelemente sonst gesperrt sind und ihr immer diesen Timer bzw. diesen Countdown habt. Den Modus findet ihr hier. Ein wichtiger nächster Punkt, wenn ihr mit der Kamera viel am Filmen seid, ist eben die Übertemperaturabschaltung. Das heißt, die Kamera hat ja eigentlich so gut wie keine Probleme mit Überhitzung. Ihr müsst das Ganze aber aktivieren, denn das Temperaturlimit müsst ihr da erst nach oben setzen. Ihr findet das Ganze auch wieder im Menü, im orangenen Systemmenü unter automatische Temperaturabschaltung. Und hier müsst ihr den Punkt von Standard auf Hoch setzen. Das heißt, das Temperaturlimit ist einfach nach oben gesetzt. Die Kamera lässt sich selber etwas wärmer werden. Hier kommt jetzt eine Meldung, dass die Kamera zu heiß wird zum Anfassen. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt schon sehr viel in 6K und so weiter aufgenommen und ich hatte nie das Problem, dass die Kamera irgendwie super heiß geworden wäre, dass ich sie gar nicht mehr anfassen konnte. Das war auch im Death Valley so, dass ich da gar keine Probleme mit irgendwelchen Temperaturen hatte. Die müssen wahrscheinlich die Meldung da bringen, aber ihr müsst euch da eigentlich keine Gedanken machen. Die Kamera wird jetzt nicht wirklich unfassbar heiß. Als nächstes, wenn ihr im N-Log filmen solltet, dann könnt ihr da eine Darstellungshilfe einblenden. Und zwar N-Log ist ja dann so ein flaches Profil, das erscheint alles ein bisschen gräulicher. Ihr könnt das Ganze natürlich umschalten bzw. da eine Darstellungshilfe einblenden. Die findet ihr dann wieder im Individualmenü unter Video G unter G14 Darstellungshilfe. Die könnt ihr hier auf On einstellen, da wird das Bild dann ein bisschen natürlicher wieder angezeigt. Wichtig dabei, das wirkt sich nur auf das N-Log-Profil aus. Wenn ihr jetzt im Red RAW filmen solltet, dann habt ihr da auch wieder das Problem, nenne ich es mal, dass das Bild euch erstmal flacher angezeigt wird. Da könnt ihr dann aber mit LUTs arbeiten und das seht ihr hier direkt im Menü, direkt drunter unter G15 könnt ihr 3D-LUTs aktivieren. Und wenn ihr da reingeht, seht ihr erstmal, ihr könnt den 3D-LUT allgemein aktivieren und ihr könnt euch direkt drunter einen passenden LUT auswählen. Jetzt ist es so, die Kamera wird mit einem LUT ausgeliefert und zwar den Rec 709 LUT. Der lässt sich schon mal gut verwenden, sage ich mal. Ihr könnt aber natürlich im nächsten Punkt weiter unten Cube-Dateien importieren. Das heißt, ihr könnt euch eure eigenen LUTs auf die Kamera importieren. Und das ist dann natürlich toll, gerade wenn ihr im Red RAW wirklich aufnehmen wollt, habt ihr hier eben dann die Möglichkeit, passend mit den LUTs zu arbeiten und euch die Darstellung auf dem Monitor schon mal richtig anzeigen zu lassen.
lassen. Wichtig für das richtige Ausrichten vom Bild und so weiter sind natürlich auch Gitterlinien. Und Gitterlinien sind standardmäßig auch nicht aktiviert. Die müsst ihr erst im Menü wieder aktivieren. Und hier sind wir dann auch wieder bei so einem Menüpunkt, wo das Ganze ein bisschen verschachtelt ist. Erstmal ist es wieder unterteilt zwischen Foto und Video. Das heißt, wenn ihr im Fotobereich die Gitterlinien aktiviert, sind die im Videobereich nicht automatisch aktiviert. Und dann könnt ihr Gitterlinien aussuchen, einstellen. Die sind aber dann noch nicht aktiv. Die müsst ihr erst auf euer Ansichtsprofil legen. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Geht wieder ins Menü. Im Videobereich unter G18 könnt ihr erstmal den Gittertyp auswählen. Da habt ihr also verschiedene Modelle zur Auswahl, Gittermodelle, Gittertypen. Ich nutze sehr gern das 3x3 Profil und das Ganze müsst ihr dann aber auch noch aktivieren, weil wenn ihr das hier jetzt auswählt, dann wird es erstmal nicht weiter angezeigt. Ihr müsst dazu im Menü etwas weiter nach unten auf G21 gehen zur individuellen Monitordarstellung bei Aufnahme. Und hier seht ihr dann verschiedene Anzeigen und die könnt ihr standardmäßig mit dem dritten Menü-Button hier oben umschalten. Da wo auch Display steht, da könnt ihr diese Ansichten durchschalten und hier könnt ihr dann jetzt auch die Anzeigen konfigurieren. Und ihr seht, wenn ihr hier dann nach rechts drückt, dann könnt ihr hier Sachen aktivieren, wie zum Beispiel Helligkeitsinformationen, Gitterlinien. Und ihr seht hier, wenn wir die hier aktivieren, dann sehen wir da jetzt das 3x3 Raster. Wie gesagt, ihr müsst das hier aktivieren, sonst seht ihr das nachher erstmal nicht. Ihr könnt dann hier auf Fertig gehen, dann ist das Ganze auch gespeichert und in eurer Ansicht seht ihr dann die Gitterlinien. Wie gesagt, das war jetzt aber nur im Videobereich. Im Fotobereich ist es wieder ein anderer Menüpunkt. Wir können kurz drauf eingehen. Das lässt sich ziemlich einfach finden und zwar auch wieder unter Individualfunktion. Dort unter Aufnahme und Anzeigen in dem D-Kapitel findet ihr erstmal wieder unter D15 den Gittertyp und unter D18 könnt ihr dann auch hier wieder die Anzeige passend konfigurieren. Es ist wieder so ein Punkt, da wird unterschieden zwischen Foto und Video. Wir gehen hier auf Video ein und da findet ihr es wieder im G-Menü. Was wir da gerade gesehen haben, wenn wir hier nochmal auf G gehen und da die individuelle Monitordarstellung ansehen, dann haben wir hier ja diese Helligkeitsinformation. Hier lässt sich einfach entweder das Histogramm oder der Waveform-Monitor aktivieren. Wenn ihr hier den Haken gesetzt habt, dann habt ihr das Ganze schon aktiviert. Ihr müsst es jetzt nur noch konfigurieren, ob ihr eben ein Histogramm oder einen Waveform sehen wollt. Und das können wir jetzt einstellen. Ich zeige euch, wo ihr das findet. Und zwar auch im selben Menü. Unter G19 findet ihr Helligkeitsinformationsanzeige. Und das ist standardmäßig auch auf Histogramm eingestellt, lässt sich hier aber eben auf Waveform-Monitor umstellen. Und wie ihr sehen könnt, lässt sich das Ganze mit einem Klick nach rechts dann noch konfigurieren. Ihr könnt hier eine Größe auswählen zwischen Standard und groß, eine Transparent und die Position auf dem Bildschirm. Ich bin ein Freund vom Waveform-Monitor und würde euch den auch nahelegen. Damit lässt sich schon relativ gut belichten. Wie gesagt, unter G19 findet ihr den da. Unter G22 habt ihr dann noch die Möglichkeit, einen roten Rack-Aufnahmerahmen anzuzeigen. Das heißt, auf eurem Display ist dann so ein roter Rahmen drumherum, der euch einfach zeigt, dass ihr gerade aufnehmt. Ihr habt zwar hier die ganzen Lichter, aber mit diesem Rahmen im Display ist das Ganze dann doch noch ein bisschen besser ersichtlicher. Auch hier würde ich euch nahelegen, sag ich mal, das Ganze zu aktivieren. Einfach, dass ihr auf dem Schirm habt, ob ihr gerade aufnehmt oder nicht. Im Systemmenü habt ihr dann aber noch die Möglichkeit, unter Helligkeit der Rack-Leuchten einzustellen, wie hell oder ob diese Leuchten überhaupt leuchten sollen, sodass ihr eben eine gute Übersicht darüber habt, ob ihr gerade eine Aufnahme macht. Jetzt wollt ihr die vielleicht deaktivieren, wenn ihr irgendwie was filmt, wo vielleicht spiegelt und ihr das Rote sonst irgendwie im Spiegel oder im Spiegelbild eben sehen könntet. Hier könnt ihr das Ganze aktivieren, deaktivieren und eben auch für die Zeitraffer-Videoaufnahme aktivieren oder eben deaktivieren. Was vielleicht noch nicht ganz unwichtig ist, ist die Touchscreen-Einstellung. Ihr arbeitet bei der Kamera wahrscheinlich sehr viel mit dem Touch-Bildschirm, weil ihr eben, ich sag's mal, relativ wenig Bedienelemente habt und auch diesen könnt ihr natürlich dann konfigurieren. Unter dem Individualmenü im G-Video findet ihr den Punkt G3 Touch-Bedienelemente anpassen und hier lässt sich der ganze Touch-Bildschirm erstmal konfigurieren. Also hier könnt ihr die Steuerung und so weiter anpassen, wie es euch beliebt, damit ihr da eben sehr gut mitarbeiten könnt. Unter F4 im Individualmenü findet ihr das Ganze dann auch entsprechend noch für den Fotobereich, nur kurz angemerkt. Und dann noch so ein paar wichtige Informationen zur Kamera. Und zwar das Focus Peaking, was ihr eben für das manuelle Fokussieren wahrscheinlich sehr gerne nutzen werdet. Das funktioniert aktuell, wenn ihr unter RedRAW aufnehmt, nur wenn ihr keine Darstellungshilfe bzw.
LUT aktiviert habt. Das heißt, ihr müsst die Darstellungshilfe, den LUT, deaktivieren, damit ihr eben das Focus Peaking sehen könnt. Ich hoffe, das wird sich mit einem Firmware-Update mal noch ändern. Die Kamera hat sowieso noch so ein paar kleine, nicht Problemchen, aber vielleicht Eigenschaften, wo hoffentlich per Firmware-Update ja aktualisiert werden. Das Peaking gehört hier eben zu einer Sache. Nur als Info, falls ihr euch wundert, warum das Peaking nicht angezeigt wird, mit einer entsprechenden LUT bzw. mit einer aktivierten LUT funktioniert das bisher einfach nicht. Und dann noch eine andere Info zu vor allem manuellen Objektiven, und zwar der IBIS. Die Kamera hat ja eine Stabilisierung vom Sensor. Der IBIS funktioniert mit manuellen Objektiven, vor allem mit manuellen Objektiven, die nicht elektronisch angebunden sind, nur wenn ihr das Objektiv im System hinterlegt habt, also die Brennweite und die Objektivwerte da dazu. Ihr könnt das Ganze im Menü einstellen. Unter dem orangenen Systemmenü findet ihr Daten für Objektive ohne CPU. Und wenn ihr hier drauf geht, dann habt ihr die Möglichkeit, bis zu 20 Objektive zu hinterlegen. Hier könnt ihr also dann die Brennweite und die Lichtstärke und noch einen Namen von dem Objektiv hinterlegen. Und erst wenn diese Informationen gespeichert sind, kann der IBIS auch mit dem Objektiv arbeiten. Und dann noch eine kurze Info. Die meisten Probleme lassen sich dadurch verhindern, beziehungsweise ich nenne es mal Aufnahmeprobleme, wenn ihr die Speicherkarte in der Kamera formatiert. Das heißt, ihr nehmt eine neue Speicherkarte, die ihr habt, oder eine Speicherkarte, die ihr eben verwendet wollt, packt die in die Kamera und tut die unter System Speicherkarte formatieren, erstmal ordentlich formatieren. Dann ist die nämlich einfach im richtigen Format und erspart euch so einige Probleme. Es gibt wirklich immer wieder Probleme von Leuten, die irgendwie dass nicht richtig das Video geschrieben wird oder irgendwie sowas dann als Problem haben, und am Ende lag es einfach daran, dass die Speicherkarte nicht richtig formatiert ist. Deswegen mein Tipp an euch, als erstes immer die Speicherkarte einmal in der Kamera formatieren. Wichtig, es gehen natürlich alle Daten verloren. Das solltet ihr aber hoffentlich auch so wissen. Und falls ihr mal irgendwie die Sprache verstellt oder ihr kauft eine Kamera, wo die Sprache komplett verstellt ist und dann vielleicht nicht auf Deutsch oder Englisch, sondern in irgendwas komplett anderem, dann findet ihr den Punkt zur Sprachumstellung immer im orangenen Systemmenü an der dritten Stelle. Unter eben jetzt hier Sprache Language könnt ihr die Sprache ändern. Das heißt, auch wenn das Ding mal auf Chinesisch steht oder so, ihr findet den Punkt zur Sprachänderung immer in dem Menü am selben Punkt. So, und dann habt ihr vielleicht schon mal festgestellt, dass euch, egal wie groß eure Speicherkarte ist, wenn ihr 1 Terabyte, 2 Terabyte oder so benutzt oder so wie ich eben eine 1 Terabyte Karte, dass euch die verbleibende Restlaufzeit oben nie länger als 2 Stunden und 5 Minuten angezeigt wird. Das ist auch egal, in welchem Format ihr aufnehmt. Wenn ihr da jetzt nur in 4K aufnehmt und ihr könntet 8 Stunden oder so auf die Speicherkarte schreiben, werden da erstmal immer nur 2 Stunden 5 Minuten angezeigt. Das ist einfach euer Aufnahmelimit für ein Clip. Das heißt, die Kamera kann maximal 2 Stunden 5 Minuten aufnehmen. Der Wert ändert sich nicht, bis der verbleibende Speicher auf der Speicherkarte eben diese Zeit unterschritten hat. Also wenn ihr jetzt noch 3 Stunden auf der Speicherkarte verfügbar habt, dann werden da immer 2 Stunden 5 Minuten angezeigt. Wenn ihr irgendwann nur noch eine Stunde 10 auf der Speicherkarte übrig habt, dann werden euch da auch nur noch die Stunde 10 angezeigt. Also wie gesagt, das ist der Maximalwert, der wird sich erstmal nicht ändern. Ich habe mich da am Anfang ganz schön gewundert, warum die Speicherkarte immer nur, beziehungsweise die Kamera immer nur 2 Stunden 5 Minuten anzeigt, obwohl ich 1 Terabyte drin benutze und eigentlich sehr viel mehr Zeit haben sollte. Wie gesagt, das ist dann da schon sehr einfach erklärt. Und dann hätte ich jetzt noch 2 Tipps außerhalb der Software von der Kamera. Und zwar, ihr seht es vielleicht hier schon direkt an der Kamera, wenn ihr wollt, dass die euch ein bisschen besser in der Hand liegt und ihr aber nicht einen kompletten Käfig drumherum bauen wollt, dann schaut euch einfach mal diesen Griff hier an. Und zwar habe ich hier den Small Rig Griff. Das heißt, ihr habt einfach nur eine L-Schiene mehr oder weniger. Ihr habt hier unten eine kleine Metallschiene, die ist auch noch AK Swiss tauglich, und habt dann hier den Griff, der euch einfach den Griff der Kamera ein bisschen verlängert, und meiner Meinung nach sorgt das schon dafür, dass die Kamera deutlich besser und vor allem auch sicherer in der Hand liegt. Ich verlinke euch den mal unten, dann könnt ihr euch das angucken und gegebenenfalls auch bestellen. Ich finde, das ist wirklich ein Must-Have-Feature, wenn man eben keinen Käfig an der Kamera haben will, damit die einfach deutlich besser an der Hand liegt. Und mein zweiter Tipp für euch, ihr habt ja hier so einen schönen riesen Bildschirm und den solltet ihr euch auch schützen. Ich habe hier eine Displayfolie aufgebracht, die hat erstmal überhaupt gar keine Auswirkungen irgendwie hier
auf die Darstellung und so weiter, schützt euch aber eben das Display gewaltig vor Kratzern, denn das wollt ihr einfach vermeiden. Ich verlinke euch die Folie auch mal unten in der Beschreibung, könnt ihr euch die angucken, wenn ihr vielleicht nach einer Display-Schutzfolie sucht. Das sind, glaube ich, 3 Stück in einem Pack und das kostet unter 10 Euro, glaube ich. Macht einen guten Job und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn was ihr eben nicht machen wollt, ist dieses Display verkratzen. So, und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video war so ein bisschen hilfreich für euch. Ich hoffe, der eine oder andere neue Punkt war für euch vielleicht noch dabei. Wenn ihr aber mal Fragen oder Anregungen zur Kamera habt, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare stellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.